Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Vlog. Der erste Vlog aus Amerika, yay! Also ich habe ja eigentlich geplant, dass ich so meine Videos vorher alle mache, dass ich hier in Amerika nicht so schneiden muss, Video machen muss und halt ein bisschen so chillen kann wegen Urlaub und so. Aber ich dachte, ich mache jetzt einfach trotzdem noch einen Vlog, weil das kann ich euch ja alles nicht vorenthalten. Und vor allem fahren wir morgen zu meinen Verwandten hier in Amerika, also hier in Kalifornien. Und ich dachte, es wäre vielleicht ganz cool, das so mitzuvloggen. Dann seht ihr das vielleicht auch mal. Also ich weiß nicht, ob die meinen Vlog wollen. Und ja, deswegen packe ich auch gerade, weil wir sind ja in der Nähe von Los Angeles und die wohnen, ich weiß nicht, ob ich den Ort jetzt sagen kann, die wohnen in so einer alten Westernstadt, also es war mal so eine Goldgräberstadt, mitten im Nirgendwo. Also in der Nähe von Lake Tahoe und das ist so 7 Stunden von hier mit dem Auto. Und da fahren wir dann morgen hin, morgen früh und ist schon fast peinlich, das zu zeigen, aber mein Zimmer sieht so schlimm aus. Ich habe so ein Chaos veranstaltet. Bitte entschuldigt mein Chaos hier, mein Klamottenchaos. Aber ich versuche gerade zu packen. Ich habe hier diese Seite vom Koffer noch frei, weil meine Mama und ich dachten, wir teilen uns einen Koffer und ich hoffe, ich kriege mir Sachen da rein, die ich mitnehmen will. Weil wir bleiben nur übers Wochenende, also heute ist Freitag und dann Samstag, Sonntag sind wir halt da in dieser kleinen Stadt bei meinen Verwandten. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe in einem Vlog, aber das ist auf jeden Fall mein Onkel Joe und meine Tante Annie, die hier wohnen in Amerika. Und die haben dann noch Kinder und denen waren noch Enkelkinder. Und dann lerne ich auch endlich meine Cousins hier kennen. Also ich kenne eine Cousine von mir. Ich habe auch mit der schon mal geschrieben. Die heißt Harper und die sieht ein bisschen aus wie ich. Das ist so lustig. Wir haben beide so blonde Haare. Und ja, meine Tante meint immer, wir sehen uns voll ähnlich. Und dann schickt sie mir so Bilder und meinte, look, Harper looks so much like you. Und deswegen bin ich mal voll gespannt, dass wir die jetzt halt auch mal treffen. Auf jeden Fall versuche ich jetzt hier mal rauszufinden, was ich mitnehmen will. Ich glaube, ich will dieses Top auf jeden Fall mitnehmen. Das habe ich bei Brandy gekauft mit der Jogginghose. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ich weiß auch noch nicht so ganz, was ich da anziehen soll, weil ich glaube, das ist alles sehr American. Da kann ich jetzt nicht so overdressed kommen. Ich denke, wir machen dann Barbecue oder so. Die meinten schon, yeah, we're making hamburgers and hot dogs. Also ich glaube, ich mache einfach das Top hier mit meiner Shorts. Bisschen American Style. Das packe ich auf jeden Fall ein. Und dann hier noch meine Sweatshirt-Jacke, weil da ist es ein bisschen kälter. Also ich habe gesehen, heute war nur 23 Grad. Scheint nicht so warm zu sein wie hier. Deswegen nehme ich auch noch einen Longsleeve mit und das T-Shirt ziehe ich, glaube ich, morgen auf der Fahrt an mit meiner Jogginghose hier. Also für die Amerikaner ist 7 Stunden Fahrt, glaube ich, absolut gar nichts, weil die machen hier mal richtig lange Roadtrips. Wir haben auch mit so einer Freundin von meiner Mom hier gesprochen, mit der waren wir gestern essen und sie meinte, 7 hours is a long trip for you. No, no, no. Wir waren so wie, no, no, no. Sie meinte, 7 Stunden ist hier normal, wenn man einen Roadtrip macht. Deswegen stelle ich mich mal nicht so an hier, ne? Und zum Glück fahre ich ja auch nicht, ne? Ich kann mich hinten schön reinlegen und noch was schlafen. Also, ich glaube, ich bin fertig. Guck mal meinen Koffer. Ich weiß nicht, was meine Mama macht, wie lange sie bleiben möchte, aber das sind meine Sachen. Ich ziehe die Sweatshirtjacke dann morgen noch drüber. Hier ist auch Chaos. Müssen wir mein Glätteisen auf jeden Fall mitnehmen, weil ich weiß noch nicht, wie meine Haare morgen aussehen werden. Und dann bin ich, glaube ich, ready. Ich freue mich auf jeden Fall, das ein bisschen zu vloggen. Ich muss jetzt noch alles hier zu Ende packen und sollte vielleicht ein bisschen aufräumen. Und dann sehen wir uns morgen, wenn es losgeht. Guten Morgen, Leute. Wir haben jetzt, wie viel Uhr? Wartet. 7:56 Uhr. Wir wollten um 7:30 losfahren. Habe ich jetzt eben angezogen. Das ist mein Roadtrip-Outfit. Einfach hier meine Jogginghose von Brandy und das Top hier, das ist auch von Brandy. Und ich habe Maritless Curls gemacht. Für die 7 Stunden im Auto wird es reichen. Leute, wir sind fertig. So sieht es hier im Auto aus. Ich muss gleich allen das Essen angeben. Das ist hier unter meiner Jacke. Dann haben wir hier meine Bag und das ganze andere Essen, die andere Tasche. Und hier ist mein Make-up. Das mache ich jetzt erstmal. Und ganz wichtig, meinen Kaffee. Und wir fahren 6 Stunden 50. Yay, los geht's. Heutiges Breakfast ist Overnight Oats mit Chiasamen, Erdnussbutter und Obst drin. Und ich habe auch so Angst, dass ich meine ganze Hose jetzt voller diesem Zeug mache. Mal gucken, wie lecker mit Granola noch. Das wird so schief gehen, das geht bestimmt um meine Hose. So Leute, wir machen jetzt gerade Raststätten-Stopp und es ist viel zu hell. Ich sehe wirklich gerade gar nichts wegen der Sonne. Ich muss eine halbe Stunde richtig dringend auf Klo. Und Papa wollte zu In-N-Out Burger. Dann findet ihr meine Schuhe, meine Socken. Schön, oder? Gut,
Guten Morgen, Leute. Ich habe gut geschlafen heute sogar. Und ich habe mich schon fertig gemacht. Und ich gehe jetzt noch eben zu Target mit meinen Eltern, weil ich wollte unbedingt einen Cowboy-Hut kaufen. Weil hier sieht alles so aus wie in so einer alten Cowboy-Stadt. Und ich dachte, vielleicht finde ich da einen. Und ich habe mir jetzt hier noch ein bisschen Bananenbrot mitgenommen, weil ich habe noch nicht richtig gefrühstückt. Ich hatte nur meinen Starbucks-Kaffee und ich glaube, sonst wird mir schlecht. Da ist der Target. Ich finde, hier sieht es normal aus. Also gestern dachte ich, wäre ein bisschen verlassen hier alles. Aber guck mal, hier ist auch nur Wald drumherum. Wie ihr seht, sehen wir nur Bäume. War das ganz cool. Und hier ist mein absoluter Lieblingsladen. Da gibt es wirklich alles, was man so brauchen kann. Vor allem, Leute, in dem Laden gibt es auch Klamotten, da gibt es Kosmetik, da gibt es gefühlt wirklich alles, was man braucht. Aber es ist halt immer sehr kalt darin. Ich nehme meine Jacke mit. Und Starbucks gibt es auch immer. Und Papa, der wartet. Wir bringen jetzt meiner Tante noch Blumen mit. Ich glaube, die hier sind am schönsten mit den weißen Blumen. Guck mal, Leute, die haben eigentlich sogar auch voll schöne Sachen. Also hier gibt es auch so Tops, Shorts. Ich finde nur meine Cowboy-Hüte noch nicht. Ich dachte irgendwie, es wäre mehr so Western hier. Oh, guck mal, wie süß. Mit Snoopy. Der ist ja cool, Leute. Finde ich total süß. Leute, das wäre doch schon cool, oder nicht? Will ich die mal anprobieren. Irgendwie finde ich die total cool, Leute. Ich weiß nicht, was meine Schuhgröße ist. Ich habe noch keine weißen Cowboy-Boots, finde ich irgendwie cool. Ja, Leute, ich glaube, so kann ich da heute nicht aufkreuzen, leider. Ich denke, ich hole mir dann doch nur den Hut. Ist aber ein Jeans-Hut, wartet. Ich finde, er sieht aber aus wie ein Cowboy-Hut. Aber das sieht ein bisschen bescheuert aus. Ich sehe aus wie so ein Schäfer. Da fehlt nur noch das Schaf mit diesem Stock. Also Leute, das habe ich mir irgendwie besser vorgestellt. Ist das Vogelscheuche oder ist es schön? Was gibt's noch? Ich glaube, es gibt nicht so viele Options. Ich bin nochmal Jeans. Wo ist denn der Papa? Mein Shoppingberater ist nicht mehr da. Also irgendwie kann ich mich mit diesem Hut nicht ernst nehmen. Papa! Ich habe halt keine Lust mehr zu shoppen. Wie findest du meinen Hut? Findest du den hässlich? Nö. Sieht ein bisschen aus wie ein Schäfer. Hässlich ist er nicht. Oh, thank you! So, der wird gekauft, Leute. Ich glaube, den kaufe ich mir. Wenn ich keine Cowboy Boots habe, dann habe ich wenigstens einen Hut. Die könnt ihr auch in den Koffer tun. Ich glaube, der geht nicht kaputt. Ja. So, Leute, wir fahren jetzt los. Ich habe sogar meinen Cowboy-Hut mitgenommen. Wir sind alle ein bisschen aufgeregt. Ich weiß auch gar nicht, wer jetzt alles kommt. Irgendwie meinten die hätten die ganze Familie eingeladen. Bin sehr gespannt. Ich hoffe, meine Cousine kommt, die aussieht wie ich, damit auch irgendwer in meinem Alter da ist. Aber ich bin auch mal gespannt, wenn ich vielleicht so filmen kann. Also ich kann ja auch nicht ankommen und sagen, hallo Leute, say hi to my vlog. Das ist ja auch ein bisschen komisch. Aber ja, wir schauen mal. Bin excited. Meine Verwandten wohnen hier einfach mitten im Wald, Leute. Schaut mal. Und hier fahren wir gerade zur Farm rein. Aber das sah alles richtig schön aus. Und da seht ihr auch schon meinen Onkel Joe. Und dann haben wir erstmal was Lustiges gemacht, beziehungsweise was ich noch nie vorher gemacht habe. Nämlich hat mein Cousin mir gezeigt, wie man schießt. Und bevor irgendwer was schreibt, das ist alles legal hier. Und es war auch alles sicher. Und wir haben nur auf Dosen geschossen, also keine Sorge. So just put the middle of that X right on that can. Oh my God, God. Keep going, Grandpa. Yep, come on, a couple more steps. But what if I shoot? I can do that like Closer and farther, you'll see it Oh, opens up more. Yep. I think I have to load it first. Yeah. Yeah, you hit it. I hit it? Yeah. Yay, I did it! Nice catch, Rosie. Nice catch. You just go either put it straight up or you point it straight at the ground. You never want to like go and just point it like that. Yeah. Almost killed myself at the end though. Great. Und dann kamen einfach Hirsche in den Garten gelaufen. Die fanden das alle ganz normal, die meinten, die kommen öfter. Und ich hatte Glück, dass nicht der Bär kam oder die Mountain Lions. Also da waren mir die Hirsche schon lieber, die waren sogar echt süß. Und danach haben wir noch Burger gegrillt und die waren auch richtig lecker.
Ja, mein Onkel hatte auch Geburtstag und dann haben wir noch Geburtstagstorte gegessen, Erdbeertorte, und ich finde das so cool, wie die Torten hier immer aussehen in Amerika. Also irgendwie ganz anders als die Geburtstagskuchen bei uns in Deutschland. Und dann ging es direkt weiter und zwar mussten wir noch Motocross fahren und mir wurde das hier beigebracht. Mir wurde schön das Kleinste ausgesucht, damit auch nichts passieren kann, und ich hatte auch meinen pinken Helm. Und dann habe ich erstmal ein paar Einweisungen bekommen, wie ich das alles machen muss, weil ich habe sowas noch nie vorher gemacht. Yeah, not too much gas. Right? Now go ahead, stop. Yeah, and then you can let off. Watch it let off. Hier düse ich natürlich im Schnellstempo los, Leute. Woo! How was that? Harder than I thought. Yeah? Kind of hard to do it. I know, hi. I always like don't know where to put my feet. Yeah. Hier rettet Papa noch eben mein Handy, weil dann bin ich noch eine Runde mit meinem Cousin gefahren und dann auch endlich mal was schneller. Hallo Leute, ich bin wieder zurück in Los Angeles. Ich war gerade duschen. Ich habe gestern von der Rückfahrt gevloggt, weil wir sind wirklich nur 7 Stunden wieder Auto gefahren und dieser Weg, Leute, man fährt da vorbei und die Berge sehen alle gleich aus für 7 Stunden. Man hat das gleiche Bild. Und ich dachte mir so, okay, das kann ich nicht in einem Vlog machen, dann kann ich das nennen. Der Vlog, mit dem ihr am schnellsten einschlafen werdet. Aber ich erzähle euch jetzt gleich noch erstmal, wie es war bei der Familie. Also ich bin richtig froh, dass wir hingefahren sind, weil es war richtig, richtig schön. Und ich hätte mich, glaube ich, sehr geärgert, wenn ich die alle nicht kennengelernt hätte oder wiedergesehen hätte. Ja, aber ich wollte mir eben was anziehen, Leute, bevor ich den Recap mache, weil sonst stehe ich hier gleich ohne Handtuch. Ich glaube, das ist auch nicht mein finales Outfit, weil wir gehen gleich noch in so ein Shopping Center und ich dachte, dann ziehe ich mich nochmal um. Aber ich muss jetzt erstmal mein Make-up und meine Haare machen. Ich habe mir noch einen Olipop geholt, und das ist so lecker. Das ist einfach so ein Elektrolyte-Drink hier. Sowas gibt es irgendwie in Deutschland gar nicht, was so lecker schmeckt, weil ich mag normalerweise keinen Eistee, keine Energy-Drinks, kein gar nichts. Und das ist einfach so ein, was ist hier drin? Ein Soda, das schmeckt richtig gut. Ja, ich dachte, ich erzähle euch noch mal kurz, wie es war, weil ich konnte ja jetzt nicht ganz so viel vloggen, da als wir in meiner Familie waren. Weil ich wollte ehrlich gesagt da auch nicht so direkt die Kamera draufhalten und sagen, Leute, sag mal alle zu meinem Vlog. Weil manche habe ich ja auch da erstmal kennengelernt neu. Ja, und deswegen wollte ich auch einfach so viel Zeit mit denen verbringen wie möglich, ohne dabei noch zu vloggen oder so. Aber ich habe auf jeden Fall ein paar lustige Sachen ja mitgefilmt, weil wir haben ja so Schießen geübt. Also auf einmal mein Cousin, er erzählt mir so, dass er da so seine Gewehre in der Garage hat und ich war so, ist das legal? Er so, ja, das ist alles legal hier. Und er würde immer Dosenschießen machen. Und dann hat er mir das gezeigt, wie man das macht. Und dann haben wir auf so leere Dosen geschossen. Also keine Sorge, wir haben nichts abgeschossen und das ist alles legal, bevor hier irgendwer was schreibt. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Also ich glaube, das ist schon sehr cool, was man da so alles machen kann. Hier in Amerika, wenn man auf so einer Farm gefühlt lebt. Die fahren doch auch mit so Motocross-Bikes. Mir wurde das kleinste Bike ausgesucht und dann bin ich so gefahren. Ich glaube, meine Cousins hatten ein bisschen Angst, dass ich mich komplett in den Baum fahre. Ich bin voll traurig, dass wir jetzt schon wieder zu Hause sind. Ich wäre voll gern noch länger da geblieben. Aber das war ja an einem Wochenende, wo wir jetzt da waren und manche von denen mussten ja auch wieder arbeiten jetzt in der Woche. Und die wohnen auch nicht alle da direkt in der Nähe. Also manche wohnen noch so eine Stunde weg, wo halt mein Onkel Joe und meine Tante Annie wohnen. Deswegen haben wir uns halt alle dann an dem Sonntag getroffen und da was gemacht. Dann wollte ich nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal hingehen. Und mein Cousin meinte schon, nächstes Jahr gehen wir dann Boot fahren. Weil die hatten dann auch so ein Boot auf dem Grundstück stehen. Also da gibt es wirklich jede mögliche spaßige Sache, die es gibt, haben die auf diesem Grundstück stehen. Und er meinte, die gehen immer Boot fahren und dann gehen sie angeln. Das finde ich jetzt nicht so spannend, aber er meinte, wir gehen dann noch Jetski fahren, weil das finde ich cool. Und da gibt es wohl irgendwie so ein Lake in der Nähe, deswegen, da freue ich mich drauf. Da muss ich nochmal zurückkommen, um eine Runde Jetski zu fahren. Und ja, ich wünschte, meine Brüder hätten noch dabei sein können. Die hätten das bestimmt auch alles richtig cool gefunden, aber die waren ja jetzt hier nicht mit in unserem Urlaub. Die waren im eigenen Urlaub, aber wir haben ganz viele Bilder geschickt in die Familiengruppe und so. Ich glaube, in 2 Jahren, wenn halt meine jüngste Cousine, ihren Abschluss gemacht hat, dann wollten die alle nach Europa kommen. Vielleicht können wir uns dann wirklich alle mal sehen. Ich muss euch auf jeden Fall das Bild von mir und meiner Cousine einblenden. Oder so ein kleines Video, was meine Tante gemacht hat. Weil Leute, wir sehen uns einfach so ähnlich, meine Cousine und ich. Wir haben das halt schon immer auf Bildern gesehen. Wir waren immer so, wir sehen einfach aus wie so Zwillinge oder wie Schwestern. Und jetzt in echt war das noch lustiger, weil ich kam da an und das erste, was ich gesehen habe, dass sie auch ein pinkes Brandy-Top anhatte und ich hatte auch ein pinkes Brandy-Top an. Und es war so lustig. Und irgendwie, ich habe auch das so gepostet auf Instagram, haben alle geschrieben, dass wir uns so ähnlich sehen und
Freundinnen von mir haben mir auch geschrieben und die meinten auch, wir hatten so voll den gleichen Vibe und so. Also das ist total lustig. Und ja, ich habe euch von der Rückfahrt gestern nicht mehr viel mitgevloggt, weil ich war wirklich so müde. Ich glaube, ich habe auch die Hälfte von der Autofahrt nur geschlafen. Weil ich habe so viel Englisch geredet an dem Tag davor und wir haben so viel gemacht einfach mit der Familie. Und ich dachte, ich erspare euch nochmal die 7 Stunden Autofahrt hier in meinem Vlog und vlog dann lieber jetzt noch was. Wir gehen ja jetzt gleich in diese Shopping Mall in Los Angeles. The Grove heißt das und das ist voll bekannt. Da gehen auch immer so die ganzen TikToker hin und machen so TikToks. Ich sehe das richtig oft auf TikTok. Dann ist halt auch so ein bisschen draußen. Das ist halt nicht so eine Mall, die nur drinnen ist, wo man dann nur so drinnen im Dunkeln gefühlt hängt. Wie in so einem Einkaufszentrum in Deutschland, sondern es ist halt richtig schön draußen und da ist auch alles so schön mit so Springbrunnen und schön beleuchtet. Man kann auch essen gehen, deswegen ist es für Papa auch spannender, als wenn wir nur wieder in die ganzen Geschäfte gehen. Und ja, ich mache mich jetzt eben hier zu Ende fertig und ich muss dann noch überlegen, was ich anziehe. Also ich glaube, so gehe ich nicht, weil das T-Shirt hatte ich jetzt echt schon oft an. Ich muss dann noch meine Haare föhnen und dann sehen wir uns gleich, wenn ich fertig bin. Alright, ich habe jetzt schnell meine Haare geföhnt und noch was zum Mittag gegessen. Und jetzt muss ich gucken, was ich anziehe. Leute, ich habe überlegt, vielleicht dieses Kleid. Das hier, das habe ich auf dem Flohmarkt gekauft für $10. Das ist voll cool. Das ist so ein Jeanskleid. Ich weiß nicht, wie das zu overdressed ist, um shoppen zu gehen. Aber eigentlich ist es praktisch, weil dann habe ich das so beim Anprobieren nur ein Kleid an und kann es immer an- und ausziehen. So, that's the dress, Leute. Ich weiß nicht, ob man da zu sehr meinen Sonnenbrand sieht. Ich habe mich voll verbrannt. Hier seht ihr das. Das ist echt brutal. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich war eingecremt. Ich finde es eigentlich ganz schön. Ich glaube, ich lasse das an, weil das ist schön so luftig. Und ich nehme noch eine Sweatshirtjacke drüber mit. Aber die Mall ist ja hauptsächlich draußen. Deswegen glaube ich, passt das. So, ich habe jetzt noch schnell Sonnencreme drauf gemacht. Hier alle Fenster zugemacht. Wir haben die Klimaanlage angemacht. Weil es ist so warm heute, Leute. Aber ich hoffe mal, da in The Grove ist nicht ganz so heiß. So Leute, wir sind da und ich brauchte erstmal was zu essen, bevor es losgeht. Hier bei Brandy gibt es so einen Café, die haben Pizza. Ich habe mir jetzt Margarita-Pizza geholt. Ich glaube, das sind Chili Flakes, hatte ich mir jetzt zu scharf. Und es gibt noch Parmesan. Leute, ich will mir eine coole Jeans holen. Hier gibt es so eine Jeans Collection von Hailey Bieber. Wie finden wir die? Ich glaube, ich probiere mal eine davon an, aber ich glaube, wenn die helle, finde ich am schönsten, weil ich mag nicht gern so dunkle. Da ist die Hailey. Was meint ihr, Leute? Ich weiß nicht, ob die mir zu groß ist, aber ich finde es eigentlich cool, wenn die so ein bisschen baggy sind. Also das ist mir zu groß, Leute. Ich dachte eigentlich, es wäre cool, wenn die halt so low-waisted sitzt, aber so kann ich ja nicht laufen. Sieht aus wie diese Typen, die immer ihre Unterhose zeigen. Das mag ich nicht. So, ich habe jetzt die Nummer kleiner an. Also die finde ich besser, aber die ist halt hinten immer noch sehr locker. Also es sieht aus wie, weiß ich nicht, als hätte ich die Hose nicht meiner Größe gefunden. Und ich glaube, wenn ich sie eine Größe kleiner nehme, ist mir die unten zu kurz. Weil jetzt schon, wenn ich sitze, ist die so nicht mehr bis nach unten und das hasse ich. Deswegen vielleicht gucke ich nochmal weiter. Aber an sich fand ich es nicht schlecht. Haul-Time! Ich bin, um ehrlich zu sein, noch in eine andere Mall gefahren, nachdem ich in The Grove war. Weil da gab es da coole Läden und es sah auch alles schön aus und so. Aber ich wollte unbedingt zu Garage gehen, weil die hatten so coole Jeans. Und ich habe einfach im ganzen riesen Shopping-Center in The Grove keine einzige coole Baggy-Jeans gefunden. Deswegen habe ich meine Eltern überredet, dass wir noch da schnell anhalten. Aber ich war trotzdem bei Brandy, beziehungsweise bei PacSun, weil bei PacSun gibt es Brandy nur mit Fitting Rooms. Weil wer hat sich ausgedacht, dass man die Sachen nicht anprobieren darf bei Brandy? Und wir fangen an mit einem Top. Das ist einfach so ein Basic Top und das ist in so einer rosa, ganz hellrosa Farbe. Einfach so ein normales Tanktop. Dann we have ein T-Shirt. So ein Off-Shoulder-T-Shirt, da steht New York drauf. Das T-Shirt hier habe ich auch von Brandy. Das habe ich auch noch in gelb-weiß gestreift und ich finde, das sitzt richtig gut. Also es hat ja auch so eine Knopfleiste, ist voll schön. Das habe ich auch noch mal mitgenommen in dieser pink-weiß gestreiften Farbe, aber das schenke ich Anni, weil sie hat Geburtstag und ich dachte, ich bringe ihr was von Brandy mit und ich glaube, sie mag Streifen, deswegen dachte ich, wäre es cool, wenn wir so ein bisschen matching sind. Ich in meinem gelb gestreiften und dann habe ich ihr das pinke gekauft. Noch eine coole Farbe. Das ist hier so ein Orange, aber mehr so ein Peach-Orange. Dann haben wir noch einen Top. Es hat hier auch noch so Spitze oben, finde ich richtig süß und so eine Knopfleiste und es hat verstellbare Träger. Ich bin großer Fan von verstellbaren Trägern, Leute, weil sonst hängen die Tops immer hier unten im Keller. Dann haben wir noch ein Headband. Und dann habe ich noch eine Hose gekauft. Die ist nicht von Brandy, die ist von Gap. Da war ich ja drin, um mir die Hailey Bieber Jeans anzuschauen. Aber die Hailey wollte mir ihre Jeans anscheinend nicht
verkaufen, weil die waren alle zu groß und ausverkauft in meiner Größe. Aber ich habe so eine Jogginghose mitgenommen, weil ich liebe diese Flared-Jogginghosen. Und dann war ich noch bei Alu und in dem Laden gab es jetzt eine neue Farbe, so ein Orange. Und ich habe davon voll viel anprobiert, aber irgendwie hat es mir nicht gefallen, weil da sah ich irgendwie aus wie so ein Kürbis in dem Orange. Aber ich habe mir eine Hose mitgenommen in Grau. Das ist so eine stretchy Hose und die ist halt so ein bisschen High-Rise. Deswegen fand ich es eigentlich ganz cool. So. Ja, und dann war ich ja noch in der Garage. Cooler Laden, nur leider nicht ganz so coole Preise. Also echt teuer, aber ich finde, eine gute Jeans ist hier ein Investment. Und ich habe wirklich all meine Baggy Jeans aussortiert, weil, weiß ich auch nicht warum, hatte ich immer so Flared Jeans an. Deswegen habe ich mir jetzt mal eine Baggy Jeans geholt. Die ist Low-Rise und ich glaube, ich ziehe sie mal an für euch, damit ihr sehen könnt, wie es aussieht. So sieht die aus. Also die ist halt so ein bisschen mehr baggy. Und die ist auch nicht zu lang. Also ja, ein bisschen, aber man hängt nicht so ganz auf der Straße damit. Und ich fand, hinten sitzt sie eigentlich auch ganz gut dafür, dass die so baggy ist. Okay, ich glaube, ich muss mal hier ein bisschen Chaos wegräumen. Und ich würde sagen, ich beende den Vlog dann auch mal hier für euch. Und ich freue mich, dass ich noch ein Video gefilmt habe hier in Amerika. Dann seht ihr auch noch ein bisschen was. Also ich versuche auch immer so viel wie möglich meine Insta-Story zu posten oder meine Snap-Story. Da könnt ihr auch mal gerne reinfolgen. Falls ihr mir noch nicht folgt, dann seht ihr immer noch ein bisschen mehr als hier auf YouTube, halt so von meinem Daily Life. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen. Ich würde jetzt einen Daumen oben zeigen, aber ich habe hier noch meinen Kaffee, den trinke ich jetzt noch aus. Und dann muss ich schon mal anfangen, ein bisschen das Video hier zu schneiden, damit ich das auch noch uploaden kann für euch, wenn ich dann wieder in Deutschland bin. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, Leute. Bye, bye!